Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Voyage to Go und herzlich willkommen an der marokkanischen Atlantikküste. In diesem Video nehme ich euch weiter mit auf meiner Motorradreise durch Marokko. Im letzten Video bin ich mit einer Yamaha Tenere T7 im lebendigen Marrakesch gestartet und von dort ins malerische Essaouira am Atlantik weitergefahren. Von dort ging es in den Süden, durch die Wüste und ins Surferparadies im Imsouane am Atlantik. Unterwegs hatten 2 meiner Mitreisenden einen Unfall. Trotzdem habe ich meine Tour fortgesetzt und bin nach Agadir und ins wunderschöne Paradise Valley weitergefahren. In Südmarokko habe ich den Strand von Lexira besucht und bin dann in einem kleinen Hotel mit Meerblick in Mirleft an den Klippen zum Atlantik angekommen. In diesem Video fahre ich jetzt ins Landesinnere und zu den blauen Felsen von Tafraout im legendären Gebirge des Anti-Atlas. Von dort fahre ich durch die Souss-Ebene in die alte Handelsresidenz Taroudant. Von dort geht es hinauf in den Hohen Atlas und auf über 2000 Meter Höhe über den spektakulären Tizi-Test-Pass. An seiner grünen Nordflanke fahre ich hinab nach Ouargane und von dort zurück nach Marrakesch. Ein neuer Tag. Wir sind am Meer bei Mirleft aufgebrochen. Eine herrliche Unterkunft war das mit Blick aufs Meer. Und jetzt fahren wir hoch in die Berge und da wird es ein paar Kurven geben. Das heißt, ein paar Leute, die das nicht so vertragen, die sind ins Begleitfahrzeug gestiegen. Aber wir trauen uns das. Früh am Morgen starte ich, während die Sonne die Landschaft in warmes Licht taucht. Motorradreise führt mich heute von Mirleft, einem kleinen Küstenort am Atlantik, tief in den Anti-Atlas nach Tafraout. Zunächst säumen kleine Dörfer, Palmhaine und karge Weiden die Straßen, die im sanften Morgenlicht besonders beeindruckend wirken. Bald lasse ich die Küstenregion hinter mir und nähere mich den Ausläufern des Anti-Atlas. Noch fordert mich die Strecke nicht richtig heraus. Enge Kurven, steile Anstiege und teils raue Straßenverhältnisse wechseln sich trotzdem ab. Doch jede Anstrengung wird belohnt. Immer wieder eröffnen sich atemberaubende Ausblicke auf zerklüftete Berge, weite Wüstenebenen und die charakteristischen Arganbäume der Region. So sieht's aus im Anti-Atlas. Tolle Straße, schmal, aber kein Verkehr. Hier kann man es einfach laufen lassen, wenn man die Möglichkeit hat, Musik anmachen im Helm und das Motorradfahren genießen. Genau das, was man auf so einer Motorradtour eigentlich machen sollte. In den kleinen Berberdörfern entlang der Route erlebe ich eine besondere Atmosphäre. Die lehmfarbenen Häuser fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und am Straßenrand winken Kinder freundlich. Je näher ich Tafraout komme, desto imposanter wird die Landschaft. Felsformationen, geformt durch Wind und Wetter, erheben sich majestätisch. Am Ende der Etappe erreiche ich ein Hotel, das mich sofort begeistert. Bis ins letzte Detail liebevoll gestaltet, verbindet es traditionellen Berberstil mit modernem Komfort. Hello people! Nach einem kurzen Zwischenstopp zieht es mich weiter zu den blauen Felsen von Tafraout. Nach einer kurzen Offroad-Fahrt durch die atemberaubende Landschaft stehe ich schließlich vor diesem surrealen Anblick. Riesige Granitblöcke, bemalt in kräftigen Blautönen vom belgischen Künstler Jean Verame. Die Farbkontraste zwischen den Felsen, dem roten Sand und dem tiefblauen Himmel sind einzigartig. Ich bin bei den bemalten Felsen von Tafraout. Die wurden
in den 70er und 80er Jahren von einem Belgier, der um seine Frau getrauert hat, bemalt. Und wenn sie so einfach in der Wüste auftauchen, ist es schon eine Überraschung, denn damit würde man nicht rechnen. Man muss ein bisschen Offroad fahren, um hierher zu kommen, aber der Untergrund ist super dafür und die Mühe ist es wert. Ich lasse die Magie dieses Ortes auf mich wirken, bevor ich ins Hotel zurückkehre. Ich bin mir nicht sicher, ob man es sieht, aber da hinten steht gerade schon der Vollmond am Himmel. Und wir haben hier nicht nur diese wahnsinnige Umgebung, sondern auch diese Dachterrasse für uns. Bei Vollmond, sternklarem Himmel. Ich glaube, das wird eine magische Nacht. Die Wärme des Tages weicht einer angenehmen Kühle, während wir bei marokkanischen Spezialitäten den Blick auf die beeindruckende Landschaft genießen. Ein perfekter Abschluss für einen Tag voller Abenteuer und der Schönheit des Anti-Atlas. Ich schleppe schon wieder mein Gepäck nach unten und das ist schade, denn dieses Hotel El Malara in Tafraoute im Anti-Atlas war wirklich ein Kleinod und ich hätte locker eine Woche bleiben können. Ist leider nicht so, aber so sind eben Motorradreisen. Es geht immer weiter und jetzt geht es weiter. Wir fahren heute durch den Anti-Atlas nach Taroudant. Wird wieder eine kurvige Straße und ich freue mich drauf. Unser Tag in Tafraout beginnt mit einem kurzen Abstecher ins Herz der Stadt. Unser Ziel, eine Tankstelle. Der schnellste Weg dorthin führt uns mitten durch den Basar. Es scheint ja völlig normal zu sein, dass Fahrzeuge durch die engen Gassen fahren. Niemanden stört es und die Händler und Passanten weichen routiniert aus. Am Anfang dieses Motorradtages von Tafraout nach Taroudant steht natürlich erstmal wieder das Tanken. Eine Routine, an die ich mich gerne gewöhnt habe, aber die auch von Tag zu Tag zeigt, wie unterschiedlich es in den Orten zugehen kann. Mit vollen Tanks starten wir die nächste Etappe, die uns durch den beeindruckenden Anti-Atlas führt. Der Anti-Atlas ist ein Gebirgszug im Süden Marokkos und bildet den ältesten Teil des Atlasgebirges. Seinen Namen verdankt er seiner südlichen Lage im Vergleich zum weiter nördlich gelegenen Hohen Atlas. Er erstreckt sich von der Atlantikküste bis zur algerischen Grenze und beeindruckt mit seiner bizarren Landschaft aus kargen, felsigen Hügeln, tiefen Schluchten und einsamen Tälern. Auf den Straßen begegnen wir nur wenigen Menschen, die mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln unterwegs sind. Von Eselskarren über Lastwagen bis zu Fahrrädern. Es wird deutlich, dass das Zusammenspiel auf diesen engen Straßen nicht immer reibungslos funktioniert. Doch wir haben keine Eile. Wir genießen die Ruhe und lassen uns Zeit, die Landschaft auf uns wirken zu lassen. Eine Pause zwischendurch darf natürlich nicht fehlen. Es bleibt genügend Zeit, um die Eindrücke zu sammeln und die Fahrt entspannt fortzusetzen. Erstmal Mittagspause. Wie heißt der Ort hier oben nochmal? Abdul, what is the name of the town? Touflazit. Oh, it's Touflazit. Die kriegen hier auf jeden Fall einen Kaffee. Für so ein Bergdorf ist es natürlich relativ viel. Ich bin mal gespannt, wie der Kaffee oder der Tee oder was auch immer wir hier kriegen, hier schmeckt. Nach einer kurzen Erfrischung im kleinen Bergdorf Touflazit setzen wir unsere Fahrt fort.
Wir verlassen die Höhen des Antiatlas und tauchen hinab in die weite, glühend heiße Wüstenebene. Die Straße verläuft schnurgerade und die Hitze scheint über die Landschaft zu flimmern. Doch bald ragen die Stadtmauern von Taroudant vor uns auf. Durch eines der beeindruckenden Stadttore fahren wir in die Altstadt. Vor Sonnenuntergang bleibt uns noch genügend Zeit, die Medina zu erkunden. Taroudant, oft als kleine Schwester von Marrakesch bezeichnet, ist eine charmante Karawanenstadt mit engen Gassen und einem lebendigen Basar. Hier spürt man noch den Geist der alten Handelswege, die einst durch die Stadt führten. Ich schlendere durch das bunte Treiben des Basars auf der Suche nach Arganöl, das mit dem verführerischen Duft von Jasmin versetzt ist. Das flüssige Gold Marokkos wird aus den Früchten des Arganbaums gewonnen, der nur in dieser Region wächst. Hier werde ich, glaube ich, fündig. Das sieht so aus und es riecht auch so wie das, nach dem ich suche. Es ist nicht nur ein wertvolles Pflegeprodukt, sondern auch ein fester Bestandteil der lokalen Kultur. Was mir aber auf diesem Markt hier in Taroudant auffällt, ist, wie entspannt die Leute sind. Das gilt übrigens für die anderen Geschäfte und Märkte, die ich hier in Marokko besucht hatte, auch. Es gibt kein Gezupfe am Ärmel, es gibt niemanden, der mir hinterher rennt, es gibt nichts Aufdringliches. Wenn man sich für irgendwas interessiert, dann fragt man einfach nach und dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Und wenn man sich einfach nur so etwas anschauen möchte, dann wird man auch in Ruhe gelassen. Finde ich sehr ordentlich. So macht das Einkaufen Spaß. Nach meinem Einkauf finde ich den Weg durch das verwinkelte Gewirr der Festungsmauern zurück zur Unterkunft. Taroudant hat eine lange Geschichte als Karawanenstadt, in der Händler aus der Sahara Rast machten, bevor sie ihre Waren weiter in den Norden brachten. Unser Hotel erzählt genau diese Geschichte. Einst war es Unterkunft türkischer Händler. Heute bietet es einen stimmungsvollen Rückzugsort nach einem langen Tag auf den Motorrädern. Heute Abend bin ich mit meiner Gang im Dar Turkiya untergekommen. Das ist das türkische Haus, wenn ich es aus dem Arabischen richtig übersetze. Das Hotel in Taroudant ist so schön wie die Hotels, wo wir vorher auch Stationen gemacht haben. Das Besondere ist, dass die Gartenmauer hier Teil der ehemaligen Stadtmauer ist. Man kann hier noch die Zinnen sehen, eine alte aus Lehm, Stein und Holz zusammengefügte Stadtmauer, die offenbar bis heute gehalten hat. Hier ist der Pool. Da war ich heute auch schon drin, und zwar als allererstes, als wir hier angekommen sind. Herrlich. So, ich will euch kurz erzählen, wie der Tag heute aussieht. Wir sind hier in Taroudant und fahren jetzt hoch in den Hohen Atlas. Gestern waren wir im Anti-Atlas, haben dann das Tal durchquert und fahren jetzt in den Hohen Atlas. Das ist ein Nationalpark. Heute führt uns die Tour bis auf 2100 Meter in das kleine Dorf Ouargane. Das ist auch die Strecke des berühmten Tizen-Test. Das heißt, das ist eine der sogenannten gefährlichsten Straßen der Welt. Ich bin gespannt, wie die sich anfühlt, und ich nehme euch natürlich mit auf diese Tour. Von Taroudant aus geht die Strecke zunächst durch die fruchtbare Sousse-Ebene. Diese Region, die von Landwirtschaft geprägt ist, beeindruckt mit endlosen Plantagen aus Arganbäumen, Zitrusfrüchten und Olivenhainen. Doch schon bald verlassen wir die Ebene und die Straße beginnt anzusteigen. Mit jedem Kilometer verändert sich die Landschaft. Die weiten Felder weichen kargen Felsen, tief eingeschnittenen Tälern und den typischen kleinen Berberdörfern, die sich wie Vogelnester an die Hänge klammern. Diese Dörfer bestehen aus Lehm- und Steinhäusern, die so harmonisch in die Umgebung eingebettet sind, dass sie fast wie ein Teil des Berges wirken. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Jetzt geht es hoch auf die Tizen-Test-Straße.
Und bevor es soweit ist, habe ich noch mal einen Schluck Wasser getrunken. Das Motorrad ist schon ordentlich warm, alleine von dem bisschen Hochfahren. Der Lüfter läuft schon und jetzt wird es erst richtig steil und kurvig. Die Route führt uns in zahllosen Serpentinen höher und höher. Vor uns liegt der Tesin-Testpass, eine der faszinierendsten Verbindungen durch den Hohen Atlas. Bis hier war die Straße eigentlich in Ordnung. Man kann es im Hintergrund sehen. Natürlich tolle Kurven, aber der Asphalt war in Ordnung. Jetzt beginnt der Asphalt aber brüchig zu werden und es wird da vorne auch überhängende Felsen geben. Da oben fahre ich jetzt hin. Die Straße geht hier lang, hinten rum und dann da oben hoch. Auf über 2100 Metern erreichen wir den höchsten Punkt des Passes. Die Luft ist hier klar und frisch und der Ausblick auf die Berge des Hohen Atlas und die Täler darunter ist schlicht überwältigend. Eine kurze Pause, um die Aussicht zu genießen, ist unvermeidlich. Es fühlt sich an, als könnte man den ganzen Atlas überblicken. Ja, das ist also der Tesin-Testpass. Die Straße ist nicht besonders gut, weil es ausgefranster Asphalt ist. Und es gibt keine Leitplanken, aber ich finde, Leitplanken sind sowieso falsche Freunde, denn für Motorradfahrer suggerieren sie eine Sicherheit, die es eigentlich so gar nicht gibt. Deswegen fährt man hier, finde ich, einfach ordentlich, schaltet nicht zu hoch und begrenzt die Geschwindigkeit ein bisschen und dann war das hier überhaupt kein Problem. Jetzt bin ich ganz oben. Und ab hier geht es nur noch runter. Die Straße wird auf der anderen Seite nicht wesentlich anders sein als hier hinter mir. Das ist vielleicht auch nochmal eine Herausforderung, aber ich freue mich drauf. Dieser Tesin-Testpass ist genau der Grund, warum ich hierher nach Marokko gekommen bin. Die Abfahrt ist ebenso eindrucksvoll wie der Aufstieg. Die Straße schlängelt sich hinab, immer wieder gesäumt von schroffen Felsformationen und einsamen Landschaften. Schließlich nähern wir uns Ouargane, einem malerischen Bergdorf, das von grünen Tälern und roten Felsen umgeben ist. Ouargane liegt am Rand des Toubkal-Nationalparks und ist bekannt für seine friedliche Atmosphäre. Hier wachsen Mandeln- und Olivenbäume und die umliegenden Hügel laden zu Wanderungen ein. Unsere vorletzte Etappe endet hier inmitten dieser idyllischen Landschaft. Ein krönender Abschluss nach der aufregenden Tour über den Tesin-Testpass. Angekommen in Ouargane. Der Tesin-Test ist bestanden.
Wir haben es alle geschafft, es gab keine Vorkommnisse. Es war bis zu 39 Grad heiß. Das ist natürlich schon sehr viel. Jetzt hoffe ich, dass es eine kalte Dusche gibt oder vielleicht sogar einen Swimmingpool. Das wäre natürlich toll. Über dem Atlasgebirge scheint sich ein Gewitter zu entladen. Ich glaube, da hinten regnet es auch. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht donnert es und blitzt auch nur. Ein bisschen Regen wäre natürlich jetzt schön. Schönen guten Morgen. Ich bin hier in Oigan. Das ist an der Nordkante des Hohen Atlas. Wir sind gestern über den Thiessen-Test-Pass gefahren. Das ist, sagt man so, eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Sie ist einfach nur sehr anspruchsvoll. Wir haben jetzt noch eine Etappe zurück nach Marrakesch zu fahren. Es geht im Prinzip nur noch runter in die Ebene. Und dann zurück nach Marrakesch. Jetzt ist es 7:30, um 8:30 werden wir losfahren und dann ungefähr um 11:30, 11 oder 11:30 in Marrakesch ankommen, in der Werkstatt die Motorräder waschen und nochmal gemeinsam durchgucken. Unsere Motorradtour geht auf die letzte Etappe. Viele im Team sind angeschlagen. Erkältung, Durchfall oder sogar beides machen die Runde. Auch mich hat es etwas erwischt. Die Erkältung lässt sich nicht mehr leugnen. Dennoch geht die Fahrt von Oigan nach Marrakesch überraschend schnell vorbei. Die Vorfreude auf das Ziel und der Gedanke, sich bald erholen zu können, geben uns allen nochmal Kraft. In Marrakesch, da wo die Tour ihren Anfang genommen hat, geht sie jetzt auch zu Ende. Das Motorrad ist vollgetankt und gewaschen. Es ist nicht kaputt, es hat auch keine Kratzer. Diese Moroccan Dreams Tour ist damit an dieser Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. So bleibt ihr auf dem Laufenden und erfahrt sofort, wenn ich wieder unterwegs bin. Ich bin gespannt, wohin mich die nächste Reise führen wird.